Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt endlich neue Informationen zum Odin-Runen-Rätsel. Wir werden höchstwahrscheinlich im nächsten Monat das ganze Rätsel endlich lüften können. Wenn ihr wissen wollt wie, dann bleibt jetzt gerne dran. Auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides. Wir werden uns zum Beispiel die Schwerter hier anschauen in der Zukunft und auch die Discovery Tour. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und die Ersten sein wollt, dann bleibt jetzt gern mit einem Abo am Start. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Thema. Ja, das Odin-Runen-Rätsel ist, glaube ich, eins der Rätsel, die in Assassin's Creed Valhalla so oft besprochen wurden in Reddit-Foren. Viele Leute haben dort extrem viele Stunden investiert. Ich auch. Ich habe dazu eine wirklich lange Playlist gemacht. Wenn ihr wissen wollt, um was es dort geht, checkt gerne mal hier die Playlist dann ab in der Infokarte. Und ich erkläre euch ganz kurz, was es ist. Für die anderen Leute, ihr könnt gerne vorspringen. Timestamps sind ja unten drin. Also im Grunde das Odin-Runen-Rätsel, oder die Odin-Runen, das sind Zeichnungen in Steinwänden, an Felswänden, die man überall in England und Irland findet. Insgesamt gibt es 9 Stück, bezogen wahrscheinlich auf die 9 Welten vielleicht. 9 ist ja eine wichtige Zahl in der nordischen Mythologie. Und hinter diesen Zeichnungen befinden sich entweder zugänglich oder über Glitching, befinden sich immer Höhlen, ja, Gräber kann man fast sagen, oder ja, versteckte Höhlen, Hohlräume, und wir wussten wirklich nicht so recht, was man damit machen soll. Es gab noch keine Quest dazu, es gab noch keine Informationen dazu, außer dass Darby McDevitt mal gesagt hat, dass dieses Rätsel noch nicht komplett sei. Es gab unglaublich viele Theorien, aber wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, dann ja, fuchst euch mal gerne hier durch. Und jetzt ist die Bombe tatsächlich geplatzt, denn wir haben sehr starke Hinweise darauf, dass das Odin-Runen-Rätsel endlich losgeht, nämlich mit dem kommenden Patch 1.4.0, der höchstwahrscheinlich natürlich die Season 4 einläutet und am 9. November kommt, also einen Tag vor dem einjährigen Jubiläum von Assassin's Creed Valhalla. Und das Ding ist, wir haben sehr viele Hinweise dank Pedder bekommen. Ja, Pedder, vielen Dank, und Andy Reynolds, danke fürs Zusammenfassen. Das Video dazu, woher ich die Info habe, packe ich euch hier unten rein. Also schaut da gerne mal rein, denn wir haben hier wirklich eine heiße Information gleich zu Beginn. Er hat nämlich einen Eintrag gefunden, der einen Quest startet. Ja, einen Quest-Start, und die deutet auf eine Eingravierung hin, die gegenüber der Flussseite von Hreflatop ist. Und was ist da? Natürlich eine Odin-Rune. Und dabei hat man noch einen weiteren Text gesehen, nämlich dass diese Eingravierungen eine Verbindung mit bretonischen Gräbern haben sollen, oder dass man diese bretonischen höhenartigen Gräber erforschen soll. Und die Bretonen, das sind Kelten gewesen, die im Süden und im Südosten von England gelebt haben, damals zur Römerzeit schon. Und das ist auch eine wichtige Epoche, denn dort hat Pedder eine Menge Namen gefunden aus der römischen Zeit. Unter anderem zum Beispiel auch einen römischen Baumeister mit dem Namen Manius Calvisio. Und dieser Manius Calvisio, der ist im Auftrag von Imperator Nero unterwegs. Laut den Einträgen, die Pedder gefunden hat, können wir herauslesen, dass Imperator Nero dem Baumeister einen Auftrag gegeben hat. Und zwar wollte Nero, dass die Gräber der Bretonen nicht begehbar sind, dass die Bretonen ihre alten Helden nicht ehren können. Und der Imperator Nero, der von Manius als Mad bezeichnet wird, sieht das Ganze auch so ein bisschen als Rebellion, und das möchte er unterdrücken, und deswegen hat der Manius den Auftrag gegeben, diese Gräber zu verschließen, und nicht nur das, dafür zu sorgen, dass natürlich auch keiner mehr reinkommt. Das heißt also, nämlich Fallen. Und auch dazu hat Pedder natürlich was gefunden, nämlich Spinning Traps, Spike Walls und Pressure Plates, das heißt also Druckplatten mit Fallen. Wir haben diese Spike Walls, die wir auch schon in der Roadmap sehen, und wir haben Spinning Traps, also ja, so Schwungfallen. Und was ich mir vorstellen kann und was ich mir wirklich erhoffe, das ist, glaube ich, unmöglich, weil diese Höhlen hinter den Odin-Runen ziemlich klein aussahen, dass wir vielleicht so eine Art Parcoursystem wieder bekommen, ja, so eine Art Gräbersystem, wie man es aus den alten Assassin's Creed Teilen halt kennt, dass man wirklich überlegen muss, dass man gucken muss, wie man da hochklettert, dass man gewisse Dinge verschieben muss, aber auf eine, sag ich mal, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood Art und Weise. Das wäre wirklich fantastisch. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich kommt, aber wir haben auf jeden Fall Fallen in diesen Gräbern, die Manius dahin gemacht hat. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und die weiteren Informationen von Pedder nehmen, die er gefunden hat, dann sehen wir, dass Manius erkennt, dass diese Höhlen, wo er die Fallen gerade einbaut, schon viel früher genutzt wurden, nicht nur von den Bretonen. Und das natürlich ist eine Andeutung auf die Isu. Und natürlich gibt es auch eine Höhle, die er nicht öffnen kann, ja, denn er hat hier in diesem Eintrag geschrieben, ja, I am defeated by this final entrance, also ja, dieser
Dieser letzte Eingang, der hat mich in Anführungsstrichen besiegt. Ich komme noch nicht mehr rein. Das ist eine Herausforderung für mich. Und was könnte dahinter liegen? Wie kann man dieses Gateway, diese Tür, dieses Tor öffnen? Das ist eine Aussage. Da bin ich mal gespannt, was für ein Grab er meint, was für eine Stelle er meint, was für eine Odin-Rune er meint. Aber da kommen wir später zu, denn dort könnte eventuell ein ISO-Artefakt sein. Wenn ihr jetzt wieder gehypt seid, wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Dränger-Daumen nach oben freuen. Vielen lieben Dank. In einem Assassin's Creed mit Geheimhöhlen kann es natürlich nicht sein, dass es dort keine Personen gibt zu. Und klar, Assassin's Creed hat sich nichts nehmen lassen und da 3 historische Personen eingeordnet. Eine Person, die kennen wir sogar schon und im Norden, in Eofor-Vixir, soweit ich weiß, haben wir auch schon Dokumente dazu gelesen, nämlich zu Boudica. Boudica war eine Heerführerin von den Ikenern und die Ikener waren halt ein Stamm in England, die damals die Revolte bzw. eine Rebellion angezettelt haben gegen die Römer, gegen die römische Herrschaft, auch zu der Zeit, wo Imperator Nero gelebt hat. Und sie hat eine Menge eingenommen, wurde aber dann letztendlich besiegt und hat sich, wie man hier auch lesen kann, selbst vergiftet. Warum diese Person wichtig ist? Naja, wir haben ein Grab von ihr entdeckt, beziehungsweise Pedder hat ein Grab von ihr entdeckt, welches sich wahrscheinlich in East Anglia befindet. Das ist aber erstmal unrelevant, denn wir haben 2 weitere Personen, Cassivelaunus und der dritte Heerführer, der ein Grab hat, ist der gute Venutius. Cassivelaunus war auch ein Kriegsherr, 100 Jahre vor Boudica, muss man sagen, aber der ebenbürtige Gegner von Julius Caesar, als der die britische Halbinsel erobert hat. Und der dritte Kriegsherr ist Venutius. Er war Kommandant der Briganten. Die Briganten sind auch ein englisches bzw. ja, keltisches Volk, aber aus dem Norden, ja, die sich im schottischen Bereich bis zum Hadrianswall runter angesiedelt hatten und dann natürlich auch in Eofor-Vixir ihr Unwesen getrieben haben. So, und diese 3 Personen und diese 3 Gräber sind wichtig, denn es gibt in jedem dieser wahrscheinlich Gräber Keys, ja, also Schlüssel. Wir haben einmal den Cassivelaunus Grabschlüssel, wir haben den Venetius Grabschlüssel und den Schlüssel aus Manius Werkstatt. Wir werden also die Werkstatt von Manius sehen, sehr interessant. Und in Kombination mit dem Boudica Grab werden wir da vielleicht auch etwas bekommen, beziehungsweise wir können etwas daraus holen, denn hier der letzte Eintrag, der wichtigste von allen ist, dass es ein mysteriöses Boudica Grabartefakt geben wird. Und was kann es sein? Ich würde behaupten, ein ISO-Artefakt, denn wir haben ja schon gelesen, dass Manius gesehen hat, dass diese Gräber von ganz früher sind. Vor den Bretonen und vor allen anderen Völkern wurde es für etwas anderes genutzt. Doch was ist eure Meinung? Meint ihr, da wird es ein ISO-Artefakt geben? Ja, das werden wir auf jeden Fall am 9. November hoffentlich herausfinden. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es zumindest irgendwie ein Artefakt, welches die Lore nochmal ein bisschen ankurbelt in Valhalla, den Wert von Valhalla nochmal ein bisschen erhöht. Was ich mich frage, und die Frage müssen wir uns halt wirklich stellen, wird es für alle Spieler machbar sein, weil 3 Runen befinden sich in Irland. Also das ist noch so eine Frage, ein Fragezeichen, wo ich nicht ganz weiß, okay, kommt da was jetzt oder ist das nur für DLC-Spieler oder sind diese 3 Runen gar nicht so relevant in Irland? Mal gucken. Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, der Dränger-Daumen, der ist schon da hoffentlich, das Abo ist auch schon da hoffentlich und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann jetzt die Glocke aktivieren. Aber ich weiß, meine lieben bretonischen und brigantinischen und melantinischen Freunde, ihr habt natürlich die Glocke schon aktiviert. Ja, Eivor, wir haben die Glocke schon aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.